Hallo ihr Lieben und liebe Grüße aus Luxemburg. Ich bin gerade in Echternach angekommen und mache mich jetzt auf den Weg zum Mullertal Trail. Auf dem Mullertal Trail werde ich jetzt 4 Tage wandern, insgesamt in etwa 90 Kilometer zurücklegen, 3 Nächte in meinem neuen Zelt schlafen und ja, ich freue mich drauf und wie immer nehme ich euch mit. Ich bin übrigens dieses Mal wieder nicht alleine unterwegs. Dieses Mal ist die Jana wieder dabei. Die kennt ihr schon aus meinem Fjällräven Classic Video. Und Jana hat ihren Hund, die Frieda, dabei. Übrigens mega schön hier. Erinnert auf jeden Fall auch an die sächsische Schweiz. Aber vor allen Dingen auch für Leute aus dem Westen Deutschlands ist das natürlich hier viel, viel näher, als in die sächsische Schweiz zu fahren. Vor allem gar nicht durch. Das ist echt nicht durch. Ich komme gleich durch hier. Du müsstest durchpassen. Ja, und wieder einmal ist mein Rucksack zu breit. Ich komme hier nicht durch, Leute. Vielleicht so. Obwohl, vielleicht Tiefe? Ah, doch. Oh. Oh Gott, ja, aber jetzt ist ja hier echt stockduster. Okay, aber von da komme ich jetzt nicht weiter. Da wird es zu schmal. Könnt ihr das erkennen? Okay, hier steht es nochmal.
Dunkle und enge Felspassage über 50 Meter, Durchgang möglich, eine Taschenlampe wird empfohlen. Ich habe es ja gerade probiert, ab einem gewissen Punkt war mir das dann ein bisschen zu eng, zu dunkel. Ich habe meine Stirnlampe auch im Rucksack. Jetzt drehe ich um und gehe vorbei. Okay. Und gerade noch gescheitert an der einen Spalte. Und jetzt geht es hier direkt nochmal da durch. Und diesmal hatten wir keine Wahl. Aber es hat so gerade bei mir gepasst. Mal gucken, ob ich bis zum Ende durchkomme. Oh, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So sieht's da aus. Yay! Hallo ihr Lieben von Tag 2. Wir sind gestern hier abends sehr spät angekommen. Wir waren auch sehr kaputt. Deswegen habe ich gestern nicht mehr gefilmt. Die erste Nacht im neuen Zelt war auf jeden Fall semi-gut. Ich habe das Zelt nicht richtig aufgebaut bekommen, weil der Boden einfach viel zu hart war. Und unser Zeltplatz war dann auch noch schief, sodass ich dann die ganze Nacht gerutscht bin. Ja, heute steht nochmal eine schöne Etappe auf dem Zettel. 24 Kilometer durch das schöne Müllertal. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Wasserfall. Jo, ist auf jeden Fall sehr anstrengend heute. Ja, einfach noch so kaputt von gestern sind. Gestern waren es ja wie gesagt 22 Kilometer, auch etliche Höhenmeter mehr als wir gedacht haben. Ja, mein Rucksack wiegt übrigens 12,8 Kilo mit 2 Liter Wasser und Essen für 4 Tage. Ja, ist ganz okay. Und Space Weight ist in etwa 8 Kilo. Ja. Also es wird immer besser mit dem Rucksack, aber natürlich bei so einer langen Tour, vor allem bei den Temperaturen, ist das Ganze einfach extrem anstrengend. Aber sehr, sehr schön. Schaut mal bitte, da oben war ja dieses Becken, das habe ich euch gerade auch kurz gezeigt, da fängt sich das Wasser und dann läuft das hier so durch das Gestein und durch die Moose und
tropft dann hier wie so ein Wasserfall runter. Und dann ergibt sich dadurch dieses wunderschöne, klare Wasser. Das ist so toll. Auch ultra witzig wäre, wenn wir hier einschlafen und der klaut jemand unsere Rucksäcke. Du hast gefilmt. Müde sein. Bei dem Kampfhund. Ja, also das wird so Das ist auch. Ich bin immer noch dafür, dass wir die Jungs fragen, ob die uns eine Cola holen. Okay. Das ist echt schon ganz geil, ne? Ja. Aber geiler wäre es, wenn man nicht im Dreck liegen würde. So, wir machen jetzt Pause Nummer 23 in etwa. Wir sind mega im Arsch. Wir haben schon 18 Kilometer geschafft. 18,7 und haben aber auch noch knapp 8 Kilometer. Es ist schon 18 Uhr und wir sind fertig. Also wir sind kurz vorm Nervenzusammenbruch. Die Strecke ist wirklich schön und eigentlich auch so seit heute Mittag oder irgendwann schön flach. Aber wir sind fertig, Leute, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Der Tag gestern, der hat uns irgendwie gekillt und die Temperatur, keine Ahnung, es fühlt sich an, als hätten wir 37 Grad oder so. Ja, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall extrem anstrengend und ich weiß echt nicht, wie wir die letzten 8 Kilometer bis zum Campingplatz noch schaffen sollen. Wenn ich daran denke, auch noch das Zelt aufzubauen und dass wir dann noch was kochen müssen, geht mir ganz anders. Aber ja, mal sehen, ob wir ankommen. Ihr werdet es herausfinden. Yay, finally angekommen am Zeltplatz. Und jetzt beim zweiten Mal aufbauen meines neuen Zeltes, meines Top Tents Rainbow. Hat es auch besser funktioniert, aber ich habe auf jeden Fall trotzdem noch die eine oder andere Schwierigkeit beim Aufbauen. Das ist irgendwie doch ein bisschen anders als mit dem Freistehenden. Und ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich zu doof dafür, glaube ich. Weil hier vorne schlabbert es dann doch noch ganz schön. Aber naja, ist auf jeden Fall schon besser als gestern. Ich habe auch die Heringe halbwegs in den Boden bekommen. Aber da muss ich echt mal schauen, ob ich da irgendwie mir was anderes zulege. Also andere Heringe. Ja, das ist mein Zuhause für heute Abend. Und ja, jetzt gehe ich mir noch die Füße waschen. Und dann geht es direkt ab ins Bett. Und morgen geht's weiter. Und Jana freut sich schon. Ja. Ja, so viel von Tag 2 auf dem Mullertal Trail.